Heilige erzengliche verteidige uns im Kampf, sei unser Schutz gegen die Bosheit und Verwicklung des Teufels. Oberstes Haupt der himmlischen Herrschaft, lass mit der Kraft Gottes und die Hölle versenken und Satan und die anderen bösen Geister durch die Welt streifen und die Seelen zu vertreiben. Und lass diese Übertragung gewinnen. Amen.
Singt dem Herrn ein neues Lied, niemand soll's euch lehren, dass das Trauern ferne flieht. Singet Gott zu Ehren, preist den Herrn, der niemals ruht, der auch heut noch Wunder tut, seinen Ruhm zu mehren. Ewig neu ist seine Gnade über uns und allen. Lasst sein Wort durch Wort und Tat täglich neu erschallen. Verlau unser Weg durch Nacht, bleibt doch seines Armes Macht über unseren Wallen. Hat nicht zu aller Zeit uns bisher getragen und geführt durch allen Streit, sollten wir verzagen. Seine Schar verlässt er nicht, und in dieser Zuversicht das ist fröhlich wagen. Darum lasst uns Lob und Preis vor sein Antlitz bringen und aus seines Worts Geheiß neue Lieder singen. Also weit die Sonne sieht, singt dem Herrn ein neues Lied, das wird sein erscheinen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, sei mit euch. Und mit deinem Geist. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Ich dürfe euch von Maxglan aus wieder alle ganz herzlich begrüßen, euch einen guten Morgen wünschen, ihr jetzt über das Internet mitfeiert. Es wird dies heute das letzte Mal sein, dass wir während der Woche diesen Gottesdienst übertragen hinaus nach Taxam, Lieferen, St. Martin, Maxglan, über die Grenzen hinaus nach Bayern und nach Tirol und überall dort, wo mitgefeiert wird. Wir sind eine Gemeinschaft geworden, virtuell irgendwie. Ich kenne verschiedene Geschichten, dass die Oma die Familie besucht und dort der Gottesdienst mitgefeiert wird, unterschiedlich wie die Leute zu Hause mitgefeiert haben. Wir haben einen gewissen Humor heute, denn heute ist der Gedenktag der heiligen Corona. Und mit dem Gedenktag der heiligen Corona ist die Zeit der Gottesdienste, die nicht öffentlich sind, vorüber. Ich weiß nicht, ob die Regierung auf das geschaut hat, auf dieses Datum, aber es ist hat einen gewissen Humor dabei. Die heilige Corona ist ja eine Heilige, die zuschauen musste, wie ihr Ehemann Viktor umgebracht wurde, wegen des Glaubens unter der Verfolgung Diokletians, und sie selber war jung verheiratet, war 16, als sie dann das Martyrium erlitten hatte. Sie wurde zwischen zwei Palmen, die heruntergespannt waren, eingespannt, und dann wurden die Palmen hinaufgeschnallt, und so ist sie zerrissen geworden des Glaubens wegen. Sie war fast in Vergessenheit, als der Coronavirus kam. Und so haben wir hier in dieser Kirche sie immer wieder um ihre Fürsprache angerufen. Corona, die Gekrönte, sie hat die Krone des Martyriums, damit das ewige Leben erhalten. Wir wollen jetzt miteinander Gottesdienst feiern, das Wort Gottes hören und uns stärken, unseren Glauben.
Herr Jesus Christus, du hast uns das Gebot der Liebe hinterlassen. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Herr, erbarme dich uns. Jesus Christus, du hast uns ein Beispiel gegeben, damit auch wir so handeln, wie du an uns gehandelt hast. Christus, erbarme dich uns. Herr Jesus Christus, wer an dich glaubt, hat das ewige Leben. Er ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Herr, erbarme dich uns. Der Herr erbarmt sich uns, nimmt von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem und freudigem Herzen diese Feier begehen. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du offenbarst uns in der Bedrängnis die Macht deines Erbarmens. Von dir empfing die heilige Corona die Gnade, das Martyrium zu bestehen. Stärke auch uns mit deiner Kraft und lass uns in aller Not auf deine Hilfe vertrauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. Ich halte es für richtig, den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten aufzubürden. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen, als ein heftiger Streit entstand, erhob sich Petrus und sagte zu den Aposteln und den Ältesten: Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon längst hier bei euch die Entscheidung getroffen, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben gelangen sollen. Und Gott, der die Herzen kennt, bestätigte dies, indem er ihnen ebenso wie uns den Heiligen Geist gab. Er machte keinerlei Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Warum stellt ihr also jetzt Gott auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Wir glauben im Gegenteil, durch die Gnade Jesu des Herrn gerettet zu werden, auf die gleiche Weise wie jene. Da schwieg die ganze Versammlung. Und sie hörten Barnabas und Paulus zu, wie sie erzählten, welche große Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hat. Als sie geendet hatten, nahm Jakobus das Wort und sagte: Brüder, hört mich an. Simon hat berichtet, dass Gott selbst zuerst eingegriffen hat, um aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Damit stimmen die Worte der Propheten überein, die geschrieben haben: Danach werde ich mich umwenden und die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Ich werde sie aus ihren Trümmern wieder aufrichten und werde sie wiederherstellen, damit die übrigen Menschen den Herrn suchen, auch alle Völker, über denen mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der das ausführt, was ihm seit Ewigkeit bekannt ist. Darum halte ich es für richtig, den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten aufzubürden. Man weise sie nur an, Verunreinigung durch Götzenopferfleisch und Unzucht zu meiden und weder Ersticktes noch Blut zu essen. Denn Mose hat seit ältesten Zeiten in jeder Stadt seiner Verkünder, da in den Synagogen an jeden Sabbat verlesen. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Unser heutiger Antwortspsalm lautet: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn. Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn. Singet dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Länder der Erde. Singt dem Herrn und preist seinen Namen, verkündet sein Heil von Tag zu Tag. Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn. Erzählt bei den Völkern von seiner Herrlichkeit,
bei allen Nationen von seinen Wundern. Verkündet bei den Völkern, der Herr ist König. Den Erdkreis hat er gegründet, so dass er nicht wankt. Er richtet die Nationen so, wie es recht ist. Gründet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist, Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Christus ist auferstanden. In der Apostelgeschichte, die wir gehört haben in den letzten Tagen, ist ein Streit entstanden darüber, für wen das Evangelium gilt und ob man sich zu Christus bekennen kann. Und wir haben das auch beleuchtet. Gestern, glaube ich, hat das der Marcellinus noch einmal beleuchtet, dass das Christentum keinen Unterschied macht. Das Evangelium macht keinen Unterschied. Ob du arm oder reich bist, ob du weiß oder schwarz bist oder wie auch immer, das Evangelium gilt allen Menschen. So sollen auch wir keinen Unterschied machen, sondern allen Menschen das Evangelium verkünden. Wie tun wir das? So wie Paulus und Barnabas. Die beiden erzählen, was sie alles erlebt haben und welche Wunder Gott durch sie gewirkt hat. Sie erzählen das, wir haben das in der Apostelgeschichte gehört und sie staunen selber über das, was geschehen ist. Und dieses Staunen über Gott und dieses Sehen, wie Gott wirkt heute und wie er uns begleitet, dazu braucht es ein offenes Ohr, ein offenes Herz und offene Augen. Gott wirkt in unserem Leben. An uns ist es nur, diese Spuren Gottes zu erkennen. Und dazu ermute ich immer wieder in unserem Leben, dass wir uns gegenseitig unterstützen, die Spuren Gottes in unserem Leben zu erkennen. So können auch wir erzählen, wenn jetzt dann wieder öffentliche Gottesdienste sind, wenn wir dann wieder zusammenkommen, was wir alles erlebt haben, wie wir unseren Glauben gelebt haben, welche Herausforderungen wir gehabt haben. Ob das mit der Hauskirche funktioniert hat, was uns da gelungen ist, was wir vielleicht da lernen müssen, um auch selber den Glauben zu leben, was wir neu entdeckt haben. Wie wir heute in der Früh mit der Mama telefoniert haben und dann hat sie gesagt, irgendwie habe ich immer gespürt, durch
das, dass ich da im Gottesdienst mitgefeiert habe, online, dass Christus da ist. Das sind schöne Aussagen, wenn man solche Dinge erlebt und erfährt, und das sollen wir einander weitererzählen. Und erzählen auch von der Sehnsucht, die viele erfüllt. Ich habe immer wieder E-Mails gekriegt, auch und Anrufe, wo es geheißen hat, wie kann es sein, dass ihr uns das Eucharistie vorenthält, warum feiert ihr nicht öffentlich, traut euch doch. Das ist eine tiefe Sehnsucht, die gut ist nach der Eucharistie, die jetzt dann wieder ermöglicht wird. In der Lesung hat es dann auch geheißen, ich werde mein Volk wieder aufrichten. Gott ist es, der das Volk aufrichtet. Das heißt es bei den Propheten immer wieder. Und Gott ist es auch, der uns wieder aufrichtet. Es gibt große Diskussionen, was diese Corona-Zeit, diese Schließzeit ausgelöst hat. Die einen sagen, dass die Leute sagen, es funktioniert ohne Kirche, ohne Gottesdienst auch ganz gut. Dass die Leute möglicherweise sagen, ich brauche das nicht. Und andere sagen, dass die Sehnsucht viel mehr gewachsen ist in dieser Zeit, dass sie vermehrt zurückkommen in die Kirche. Wie auch immer es ist. Ermutigen wir einander, diesen Glauben gemeinsam zu leben. Es ist nicht ein Glaube, der individuell alleine lange so gelebt werden kann. Es braucht als Christen die Gemeinschaft. Es braucht den gemeinsamen Lobpreis. Es braucht das gemeinsame Gebet. Es braucht das gemeinsame Ringen um den Glauben wie beim ersten Apostelkonzil. Es braucht diese Gemeinschaft. Von daher möchte ich ermutigen, die Gottesdienste, die jetzt bei uns wieder in allen 4 Pfarren nach der Gottesdienstordnung stattfinden, diese Gottesdienste zu nützen. Und wir haben große Kirchen, da habt ihr schon Platz. Und nützt auch diese Randzeiten, die Vorabendmesse bei uns in Maxglan oder die Frühmesse um 7:30 Uhr, da kriegt ihr sicher einen Platz. Bei uns am 88 Leute Personenplatz, da können wir schon feiern. Unterstützen wir uns also gegenseitig in diesem Glaubensleben und haben wir auch Optimismus und Mut in Gesellschaft, im wirtschaftlichen Leben, wo auch viele in Sorge sind, wie das weitergeht. Dass wir uns hier ermutigen, dass wir auch für jene beten, die glauben, das momentan ausnützen zu müssen. Da gibt es ja auch schon einiges, dass manche nie genug bekommen können und dann das System ausnützen, sondern dass jeder verantwortlich umgeht mit diesem, in dieser Zeit und mit dem all, was an Hilfe ermöglicht. Wichtig ist, in der Liebe zu bleiben. In der Liebe zu einem selbst, in der Liebe zu Gott und in der Liebe zum Nächsten. Bleibt in der Liebe. Und bleiben wir miteinander in dieser Freundschaft verbunden. Am Ende des Gottesdienstes, am Ende dieser Predigt möchte ich noch Danke sagen. Danke euch, uns als Hausgemeinschaft, dass wir durchgehalten haben, diese ganze Zeit, jeden Tag die Eucharistie hier zu feiern, stellvertretend für alle, dass wir dadurch auch die Liebe zur Eucharistie, dass die gewachsen ist, dass wir in der Predigt, die wir täglich gehalten haben, das ja unter der Woche so ist, voneinander gelernt haben, uns tiefer im Glauben hineingefunden haben. Ich möchte den Damasus danken, dass der die Übertragung immer gemacht hat, manchmal fast verzweifelt ist, wenn die Technik nicht hingehaut hat. Und danke alle, die auch zu Hause mitgefeiert haben, dass wir so eine Gemeinschaft auf andere Art und Weise geworden sind, wo aber hoffentlich die Sehnsucht gewachsen ist, hinauszugehen, um wieder in der Gottesdienstgemeinde und mit der Gottesdienstgemeinde zu feiern. Allen, die uns unterstützt haben mit guten Worten, die uns geschrieben haben in Gebetsanliegen, die wir hineingetragen haben, allen, die hier mitgefeiert haben und auch viel positive Rückmeldungen gegeben haben, Bruder, der kritisch war, der Ton oder sonst etwas nicht gepasst hat. Euch allen sei an
dieser Stelle Danke gesagt. Bleiben wir dankbar, gehen wir wieder hin zu den Gottesdiensten, es ist wieder möglich, bleiben wir miteinander verbunden. Wir werden schauen, ob wir weiter am Wochenende, am Sonntag, den Gottesdienst übertragen. Da müssen wir noch überlegen, und da sind wir dankbar, wenn ihr uns dazu Kommentare schreibt, welchen Gottesdienst wir hier übertragen sollen. Bleiben wir in der Liebe, sehen wir, dass das Evangelium für alle ist und verkünden wir voller Freude dieses Evangelium. Christus ist auferstanden. Wollen wir im Fürbittgebet unsere Bitten und Anliegen vor Gott hintragen. Zu Jesus Christus, in dem Gott uns seine bleibende Zuwendung gezeigt hat, lasst uns beten. Für alle Frauen und Männer, die berufen sind, das Wort des Evangeliums zu verkünden. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die durch die Verkündigung von Gottes Wort zum Glauben gefunden haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich auf den Weg des Heiligen Geistes in der Feier der Firmung freuen und alle, die sie auf diesem Weg begleiten. Wir bitten dich, erhöre uns. Für jene, die versucht sind, die Glaubensüberzeugung an äußeren Werken und Merkmalen festmachen zu wollen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die aus der Osterfreude für ihr beschwertes Leben Zuversicht und Kraft schöpfen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, denen wir unser Gebet versprochen haben, sei du ihnen nahe. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle unsere Verstorbenen, nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, deine Liebe kommt all unserem Beten und Lieben zuvor. Dafür danken wir dir und preisen dich heute und in Ewigkeit. Amen. Du hast, o Herr, dein Leben, dein heiligen Fleisch und Blut für uns dahingegeben, als unser höchstes Gut, so ihm aus uns ergangen, die selbst du uns erliebst, mit alles, was wir haben, zum Opfer geben. Das Wasser. Herz und Leben, das für dich als Opfer und Leben, das Gott im Herzen sieht, schenk uns den Geist der Liebe, zum Wandeln Brot und Wein, dass du der mögst Heil und Mitleid sein. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir feiern heute den Sieg der Märtyrerin Corona und bringen in Freude das Opfer dar. Wir rühmen dich, weil du groß bist in deinen Heiligen. Höre auf ihre Fürsprache und nimm unseren Lobpreis an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist.
öffnet die Herzen. Wir haben sie Danke. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, gütiger Vater, und preisen dich, denn durch die frohe Botschaft deines Sohnes hast du den Menschen aus allen Völkern und Sprachen vereint in der Gemeinschaft der Kirche. Durch sie, die aus der Kraft deines Geistes lebt, führst du alle Menschen zur Einheit. So bezeugt die Kirche deine Liebe und schenkt allen die Hoffnung auf die ewige Vollendung. Sie wird zum Zeichen deiner Treue, die du uns für immer versprochen hast, in unserem Herrn Jesus Christus. Darum rühmen dich Himmel und Erde und mit der ganzen Kirche singen wir das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr der Mächte. Erfüllt sind Himmel und Erde von seiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Gebetet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Den Jüngern von ihm aus deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leib nahm er beim Mahl das Brot und sagte ihr Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Adoramus te Domine. Adoramus te Domine. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Adoramus te Domine. Adoramus te Domine. Christi Leib und Christi Blut sind hier in unserer Mitte. Wir feiern das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst. Durch sein Leid und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir
feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, erleuchte deine Kirche und erneuere sie durch das Evangelium. Festige das Band der Einheit zwischen den Gläubigen und ihren Hirten. In der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz und allen Bischöfen. Mache dein Volk in unserer zerrissenen Welt zum Werkzeug der Einheit und des Friedens. Vater, erbarme dich unsere Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aber verstorben, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Frau und Gottes Mutter Maria, mit den Aposteln und den Vätern, die heilige Corona, dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es, und als solche dürfen wir vereint mit der Weltkirche, mit jenen Christen, so wie damals Corona auch heute verfolgt werden, Leben für den Glauben lassen müssen. In ihnen allen beten wir, der Herr uns zu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Diesen Frieden bitten wir. Jesus Christus, besondererweise in unserer Mitte in Gestalten von Brot und Wein, wir bitten dich schon nicht auf unsere Sünde. Schau vielmehr auf unseren Glauben, auf den Glauben deiner Kirche. Schenke einem jeden von uns, die wir hier versammelt sind, vor den unseren Computern mitfeiern. Schenke unseren Familien, unserem Pfarre Maxglan, Brief in St. Martin. Schenke unserem Pfarrverband der ganzen Kirche, der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit, Gerechtigkeit, Versöhnung. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Sakrament des Leibes und Blutes Christi, schenke uns ewiges Leben. Lamm Gottes. Lamm Gottes. Lamm Gottes.
der Empfang deines Leibes und Blutes bringt uns nicht Gericht und Verdammnis, sondern schenkt uns Segen. Seht Jesus Christus in diesem Stück Brot, das Lamm Gottes, das den Weg nimmt, die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus ist auferstanden, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Herr, allmächtiger Vater, ich danke dir, dass du bei mir bist, jetzt bei mir zu Hause. Danke, dass du mich mit dem kostbaren Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, geistig speisen möchtest. Ich bitte dich, lass dieses heilige Sakrament heil wirken. Die heilige Eucharistie sei für mich Rüstung des Glaubens in dieser Krisenzeit. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares zugegen bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach dir. Da ich dich aber jetzt im Sakrament nicht empfangen kann, so komme geistigerweise zu mir. Ich umfange dich und habe ein offenes Herz für dich. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. Wir bitten, komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden. Segne alle Hände über uns, führe uns mit deiner Kraft. In die Nacht der Welt hast du uns geschenkt, deine Freude auszubreiten. In der Traurigkeit
Lasset uns beten. Herr unser Gott, am Gedenktag der seligen Jungfrau und Märtyrerin Corona haben wir unsere Gaben auf deinen Altar gelegt. Bewahre uns, was du uns im Sakrament des Glaubens geschenkt hast. Lass uns festhalten am Bekenntnis, dass dein Sohn, den die Jungfrau Maria empfangen hat, wahrer Gott und wahrer Mensch ist, und führe uns in der Kraft seiner Auferstehung zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. So wollen wir kurz Anbetung halten, das Gebet bitten, dass Gott uns vor Corona befreie, die ganze Welt befreie. Uns geht's gut, anderen Ländern schlecht. Dass Gott hier wirke, Jesus eingreife in dieser Welt, dass wir dann frohen Mutes gehen zu den öffentlichen Gottesdiensten wieder und wir uns so anders, besser wiedersehen. Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Und dann durch diese Ewigkeit. Mit dir gehe ich alle meine Wege, mit dir bin ich alles, was ich bin. Enge, Weite, Nähe, Licht und Dunkel, alles, Vater, führt mich zu dir hin. Mit dir gehe ich alle meine Wege, mit dir wage ich jeden neuen Schritt. Manchmal fragen und nun in Vertrauen, du bist da, gehst alle Wege mit. Mit dir gehe ich alle meine Wege, mit dir nehme ich jeden neuen Tag. Wer kommt aus deinen guten Händen, denn du gibst ihm, was er fassen mag. Mit dir gehe ich alle meine Wege, mit dir sage ich immer neu mein Ja. Kann ja doch nicht anders als dich lieben, bist du mir mit deinem Segen nah. Jesus Christus, gegenwärtig im allerheiligsten Sakrament des Altars. Wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. Alle Krankenschwestern und Pfleger, Kraft in dieser extremen Belastung. Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind, alle, die von Angst überwältigt sind, um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du Herzen mit deiner Sanftheit. Ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwindet, dass die Zahlen zurückgehen,
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können. Dass du allein ewig bist, dass im Leben so vieles wichtig ist, was auch so laut daherkommt. Mag uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen dir. Danke. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, Heil der Kranken. Bitte für uns. Heiliger Josef, Patron der Sterbenden. Bitte für uns. Heiliger Kosmas und heiliger Damianus, ihr Patrone der Ärzte. Bitte für uns. Heiliger Camillus und heiliger Johannes von Gott, ihr Patrone der Pfleger. Bitte für uns. Heilige Corona. Heiliger Sebastian. Bitte für uns. Heiliger Rochus. Sakrament der Liebe Gottes, Leib des Herrn sei hoch verehrt. Alles uns mit Gott vereinigt, Brot, das unsere Seele nährt, Blut, dem uns Gott besiegelt, seinen Bund, der ewig währt. Lob und Dank sei Gott dem Vater, der das Leben uns verheißt, seinem Wort den ewigen Sohne, der im Himmelsbrot speist, auch der Wort der höchsten Liebe, sei gelobt der Heilige Geist. Amen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, Halleluja. Das von den Juden sich wehrt. Halleluja. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altars, hast uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird. Herr, du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Von Blitz, Hagel, Dürre, Überschwemmung, Dürre und Gewitter. Erlöse uns, o Herr, von Seuchen, Pandemien, Corona, Angst und Verzweiflung. Erlöse uns, o Herr. Von einem jeden unvorhergesehenen gemeinsamen Tode. Erlöse uns, o Herr. Von allem Übel. Erlöse uns, o Herr. Gelobt und gepriesen sei ohne Ende. Jesus Christus, heilig ist Amen. Adoramus Dei Domine. Adoramus Dei Domine. Ende des Gottesdienstes darf ich noch den Gregor vorstellen. Manche, die mitgeweiht haben, werden ihn noch nie gesehen haben. Er ist Aushilfspriester in unserem Pfarrverband, war jetzt immer im Kloster und jetzt geht es wieder los, er hat stellvertretend auch für alle dort mitgebetet. Bitte noch, schreibt uns bitte, welchen Gottesdienst ihr gerne habt, dass wir am Sonntag übertragen, dafür sind wir dankbar. Und jetzt geht hin und bringt Hoffnung und Frieden. Halleluja, Halleluja.
Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja. Gegrüßet seist du, König.